Ein leises Knacken im Unterholz, kaum hörbar, aber doch präsent. Ein Schatten, der blitzschnell zwischen den knorrigen Bäumen verschwindet, gerade als du dachtest, du hättest etwas gesehen. Oder stell dir vor, du fährst nachts eine einsame Landstraße entlang, irgendwo im weiten Südwesten der USA, und plötzlich tauchen am Straßenrand Augen auf. Augen, die nicht ganz tierisch, aber auch nicht menschlich wirken, und dich mit einem unheimlichen Wissen anzustarren scheinen. Was wäre, wenn diese flüchtigen Momente mehr sind als nur Einbildung? Wenn sie ein Echo uralter Legenden wären, die von einer Kreatur erzählen, so alt wie die Mythen selbst und so verstörend, dass man ihren Namen kaum auszusprechen wagt? Heute bei MMK im Monster, Mythen, Kreaturen tauchen wir tief ein in die schaurige Welt des Skinwalkers, einer der furchterregendsten Gestalten aus den Legenden der amerikanischen Ureinwohner. Haltet euch fest, es wird unheimlich. Der Ursprung des Skinwalkers, oder Ye-Nalt-Lushi, wie er in der Sprache der Navajo genannt wird, ist tief in den spirituellen Traditionen und der reichen Mythologie dieses Volkes verwurzelt. Ye-Nalt-Lushi bedeutet wörtlich so viel wie der auf allen Vieren geht, eine Bezeichnung, die bereits eine Gänsehaut verursacht, oder? Es handelt sich hierbei nicht um ein Monster im klassischen Sinne, das irgendwo in der Wildnis geboren wurde, sondern um einen Menschen, einen Heiler oder eine Hexe, die sich der dunklen Seite der Magie verschrieben hat. Um die unglaubliche Fähigkeit der Gestaltwandlung zu erlangen, müssen diese Individuen laut Überlieferung ein schreckliches Tabu brechen, oft einen nahen Verwandten ermorden. Durch solch abscheuliche Taten und finstere Rituale erlangen sie die Macht, die Haut verschiedener Tiere überzustreifen, Kojoten, Wölfe, Bären, Eulen, Krähen und deren Fähigkeiten anzunehmen, aber auch deren Gestalt auf unnatürliche Weise zu verzerren. Sie gelten als böswillig, als Wesen, die Krankheit, Tod und Verzweiflung über ihre Opfer bringen, oft aus Neid, Rache oder reiner Boshaftigkeit. Die Navajo sprechen nur ungern und mit großem Respekt, ja sogar Furcht, über Skinwalker, denn allein das Aussprechen ihres Namens soll ihre Aufmerksamkeit erregen können. Und diese Furcht ist nicht nur auf alte Legenden beschränkt. Bis heute gibt es immer wieder Berichte über angebliche Sichtungen und unheimliche Begegnungen, vor allem in den dünn besiedelten Regionen des Südwestens der USA, wie dem Navajo-Reservat. Augenzeugen erzählen von Wesen, die sich viel zu schnell bewegen, um natürliche Tiere zu sein, von Kreaturen, die auf zwei Beinen rennen und dann plötzlich auf allen Vieren weiterjagen. Manchmal sind es nur glühende Augen in der Dunkelheit oder ein unnatürliches Heulen, das durch die Nacht dringt und einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Es gibt vereinzelte Fotos oder unscharfe Videoaufnahmen, die im Internet kursieren, oft von fragwürdiger Qualität und leicht als Fälschungen oder Fehlinterpretationen abzutun. Doch die Geschichten halten sich hartnäckig, oft begleitet von einer tiefen, greifbaren Angst derjenigen, die glauben, einem Skinwalker begegnet zu sein. Sie berichten von Klopsgeräuschen an Fenstern und Türen mitten in der Nacht, von Tierkadavern, die auf unnatürliche Weise verstümmelt wurden, oder dem Gefühl, von etwas Unsichtbarem beobachtet und verfolgt zu werden. Aber was sagt die Wissenschaft dazu? Gibt es rationale Erklärungen für diese unheimlichen Phänomene? Skeptiker führen oft an, dass es sich bei vielen Sichtungen um Fehlidentifikationen bekannter Tiere handeln könnte, ein Kojote mit Reude, ein Bär, der sich aufrichtet, oder vielleicht eine Eule, die im Scheinwerferlicht seltsam erscheint. Die menschliche Psyche spielt hier sicher auch eine große Rolle. In abgelegenen, dunklen Gegenden, wo die Stille fast ohrenbetäubend sein kann, ist unser Gehirn darauf programmiert, Muster zu erkennen und potenzielle Gefahren zu wittern, manchmal auch dort, wo keine sind. Das Phänomen der Pareidolie, also das Sehen von Gesichtern oder bekannten Formen in zufälligen Strukturen, könnte ebenfalls eine Rolle spielen. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass die Kraft von Legenden und kulturellen Überlieferungen enorm ist. Wenn man in einer Kultur aufwächst, in der die Existenz von Skinwalkern fest verankert ist, prägt das die Wahrnehmung und Interpretation unerklärlicher Ereignisse. Es ist also ein komplexes Zusammenspiel aus möglichen realen Beobachtungen, psychologischen Faktoren und tief verwurzelten kulturellen Glaubenssystemen. Doch neben den wissenschaftlichen Erklärungsversuchen gibt es auch eine ganze Reihe kurioser und manchmal wirklich haarsträubender Theorien rund um den Skinwalker.
Ein berühmter Hotspot für solche Spekulationen ist die sogenannte Skinwalker Ranch in Utah, ein Ort, der für seine extreme Häufung paranormaler Aktivitäten bekannt ist, von UFO-Sichtungen über Tierverstümmelungen bis hin zu eben jenen unheimlichen Kreaturen. Einige behaupten, die Ranch sei ein interdimensionales Portal oder ein Testgelände der Regierung. Apropos Regierung, Verschwörungstheorien, die von einer Vertuschung der Existenz solcher Wesen sprechen, finden im Internet immer wieder Anklang. Und dann gibt es natürlich noch die modernen Mythen, die auf Plattformen wie TikTok oder in Creepypasta-Foren entstehen, wo sich Augenzeugenberichte, Fiktion und urbane Legenden zu einem schwer durchschaubaren Mix vermischen und den Skinwalker-Mythos immer wieder neu befeuern und in neue, oft noch gruseligere Richtungen lenken. Manchmal scheint es, als ob jede Generation ihre eigene Version des Skinwalkers erschafft, angepasst an die Ängste und Technologien ihrer Zeit. Die Figur des Skinwalkers hat längst auch die Popkultur erobert und ist dort zu einem beliebten Antagonisten in Horrorfilmen, Fernsehserien und Videospielen geworden. Oft werden sie dort als monströse, halb tierische, halb menschliche Kreaturen dargestellt, die in dunklen Wäldern lauern und ahnungslose Teenager jagen. Denkt nur an Serien wie Supernatural oder Filme, die sich vage an der Legende orientieren. Diese Darstellungen sind meist weit entfernt von den ursprünglichen Navajo-Überlieferungen und dienen primär der Unterhaltung und dem Gruselfaktor. Sie bedienen sich der schaurigen Grundidee des Gestaltwandlers, der das vertraute Tiere oder sogar Menschen in etwas Bedrohliches und Unheimliches verwandelt. Diese medialen Interpretationen haben sicherlich dazu beigetragen, den Skinwalker einem breiteren Publikum bekannt zu machen, aber sie haben auch das Bild verfälscht und ihn oft zu einem reinen Monster reduziert, während die komplexen kulturellen und spirituellen Hintergründe in den Hintergrund treten. Dennoch zeigt die Popularität, wie sehr uns diese Art von Wesen fasziniert. Aber warum eigentlich? Was ist es, das uns an Kreaturen wie dem Skinwalker so sehr fesselt? Ich glaube, es ist die Art und Weise, wie sie unsere tiefsten Ängste und Urinstinkte ansprechen. Der Skinwalker symbolisiert den Verlust der Menschlichkeit, die Korruption des Guten durch dunkle Mächte und die unheimliche Vorstellung, dass sich das Böse direkt unter uns verbergen kann, getarnt als etwas Vertrautes. Er verkörpert die Angst vor dem Unbekannten, das in der Wildnis lauert, aber auch die Furcht vor dem Verrat aus den eigenen Reihen, denn der Skinwalker war einst ein Mensch. In modernen Gesprächen spiegeln solche Mythen oft unsere Beziehung zur Natur, zum Übernatürlichen und vielleicht auch eine gewisse Skepsis gegenüber rein rationalen Erklärungen wider. Sie sind ein Ventil für unsere Fantasie und eine Erinnerung daran, dass es vielleicht doch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Alltagslogik uns manchmal glauben machen will. Sie sind ein Spiegel unserer eigenen dunklen Seiten und der ewigen Frage, was einen Menschen zum Monster macht. So, und was bleibt nun unterm Strich? Gibt es den Skinwalker wirklich? Die wissenschaftlichen Beweise sind, gelinde gesagt, rar bis nicht existent. Die meisten Sichtungen lassen sich wohl durch natürliche Phänomene oder psychologische Effekte erklären. Und doch, die Geschichten sind so alt, so tief verwurzelt und werden mit einer solchen Überzeugung erzählt, dass man zumindest innehalten und den kulturellen Kontext respektieren sollte. Für die Navajo und andere indigene Völker ist der Skinwalker eine ernste Angelegenheit, ein Teil ihres spirituellen Verständnisses der Welt, das Respekt und Vorsicht gebietet. Ob man nun an seine buchstäbliche Existenz glaubt oder ihn als kraftvolles Symbol für dunkle menschliche Abgründe und die Geheimnisse der Natur betrachtet, eines ist sicher: Der Skinwalker wird uns auch weiterhin faszinieren und erschaudern lassen. Und jetzt bist du dran, was denkst du? Hast du vielleicht selbst schon einmal etwas Unerklärliches erlebt, das dich an die Legende des Skinwalkers erinnert hat? Gibt es dieses Wesen wirklich oder steckt doch nur ein beeindruckender und unheimlicher Mythos dahinter? Schreib's uns unbedingt in die Kommentare, wir sind gespannt auf deine Meinung. Und vergiss nicht, MMK zu abonnieren, um keine unserer Expeditionen ins Reich der Monster, Mythen und Kreaturen zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.